Hallo und herzlich willkommen zu einem Finish-Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte ja schon lange kein Finish mehr, aber heute darf ich euch gleich 3 Finishes präsentieren. Es sind zwar nur kleine Stickbilder, aber ein Finish ist ein Finish. Ich werde euch die Bilder in 2 Teilen präsentieren, und zwar im ersten Teil seht ihr die gestickten Bilder ohne Backstitches und im zweiten Teil dann mit Backstitches und komplett ausgewaschen. Ja, dann können wir auch schon starten und wir beginnen mit dem kleinsten, und das ist das Orange Gift. Ich habe das im Rahmen einer Kooperation als Goodie erhalten von der Marke Painting Fairy Cross Stitch, und ich zeige euch gleich, wie es jetzt aussieht. Ja, klein, aber fein. Es ist wirklich sehr klein. Es ist nur 32 Stiche breit und 37 Stiche hoch. Ich komme mal näher, denn man kann das sonst gar nicht gut erkennen. Ja, das Bild hatte 10 Farben, oder es hat 10 Farben, und jetzt fehlen noch die Backstitches, und das schauen wir uns kurz an. Und zwar, wir haben noch 4 verschiedene Backstitches in 2 verschiedenen Farben. Ihr seht hier einmal die 310 mit einfädig und einmal die 310 zweifädig. Und dann haben wir das gleiche auch noch bei der 5200. Ja, es würde auch noch French Knots geben, aber die lasse ich auf jeden Fall weg, denn diese schwarzen Punkte, die ihr hier seht, gefallen mir eigentlich nicht. Darum wird es keine French Knots geben. Auch diesen Teil habe ich nicht gestickt. Ich zeige euch das nochmal. Wie ihr seht, hier dieser kleine Teil, den habe ich nicht gestickt, denn ich finde, der ist überhaupt nicht passend. Ja, das wäre jetzt einmal das Orange Gift von der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Die Farben sind wirklich wunderschön. Es kommt so schön leuchtend heraus. Also bin gespannt, wie es dann fertig aussieht. Als zweites zeige ich euch auch von der Marke Painting Fairy Cross Stitch ein Goodie. Habe ich auch im Rahmen der Kooperation erhalten. Und das ist das kleine Schweinchen. Es gehört zu einer Serie, wo es noch mehrere kleine Tierchen gibt. Und auch das zeige ich euch jetzt gleich, wie das aussieht. Ja, hier ist das kleine Schweinchen auf 14 Counter Ida. Es ist ein bisschen größer als das vorherige. Und ja, es ist 50 Stiche breit und 52 Stiche hoch. Ich komme jetzt auch mal näher, um das näher anzusehen. Also wir haben unten, der Boden sind halbe Kreuze und der Rest sind volle Kreuze. Ja, da fehlen jetzt auch noch die Backstitches, also da gibt es keine French Knots. Und zwar haben wir, das zeige ich euch jetzt auch, noch 2 verschiedene Backstitches in der Farbe 310 und 535. Ja, wie ihr seht, hat es hier auch Viertelstiche gegeben. Und zwar sind die Viertelstiche hier im Bereich der Nase, also oder ja, der Nase, wo ihr seht, also man kann das ja so wirklich gar nicht erkennen, aber da gibt es Viertelstiche. Ja, das kleine Schweinchen hatte insgesamt 19 Farben und eine Mischfarbe, wie ihr seht. Ja, und jetzt, wie gesagt, kommen noch die 2 verschiedenen Farben Backstitches. Ja, und dann kommen wir auch schon zum dritten Finish. Das Sea View Girl, gestickt auf 16 Counter Ida,
24 mal 30 cm groß. Und das sieht jetzt so aus. Ja, alles volle Kreuze. Ihr seht 109 Stiche breit und 148 Stiche hoch. Das Bild hat insgesamt 41 Farben. Und ich zeige euch das nochmal kurz aus der Nähe. Also es gibt am Rand weiße Flächen, die werden nicht gestickt. Also ja, es war sehr einfach zu sticken, es hatte viel Color Blocking, aber es kommt auch jetzt schon ohne den Backstitches sehr gut raus. Es ist von der Marke Joy Sunday und ich glaube, ich habe es mir damals selbst gekauft. Also das ist keine Kooperation. Da gibt es ja auch noch zwei andere Mädchen, das Lavendelmädchen und das Sonnenblumenmädchen. Die habe ich auch zu Hause und die werden natürlich auch gestickt. So, dann, was haben wir noch? Wir haben noch 5 Farben Backstitches. Also da ist noch einiges zu tun, bevor ich euch dann ein komplettes Finish zeigen kann. Ja, das Seaview Girl. Ja, ich glaube, soweit habe ich euch jetzt mal alles gezeigt. Den Rest seht ihr dann im zweiten Teil. Das heißt, wir werden uns gleich wiedersehen. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Finish-Videos. Ja, für euch ist jetzt nur eine Sekunde vergangen, aber tatsächlich habe ich circa 1,5 Monate gebraucht, um alle Backstitches zu setzen und die Bilder noch auszuwaschen. Natürlich muss ich sagen, habe ich nicht ständig daran gearbeitet und hatte auch keine Lust, die Rückstiche zu machen. Aber ja, jetzt ist es soweit, alle 3 Bilder sind fertig, aber leider gab es, so wie ihr schon im Titel seht, 2 tolle Finishes und leider einen Flop. Ja, warum das so ist und um welches Bild es sich handelt, werdet ihr jetzt gleich sehen und ich starte gleich mit dem ersten Bild. Ja, hier haben wir sie wieder. Wir starten wieder mit dem kleinsten, mit dem Orange Gift. Es ist jetzt komplett fertig, das heißt, ich habe alle Backstitches gesetzt und ja, ich zeige es mal aus der Nähe. So sieht das jetzt aus. Also Backstitches gab es in 2 Farben, nämlich in Schwarz und in Weiß. Und beides gab es entweder einfädig oder zweifädig. French Knots habe ich keine gesetzt, die habe ich weggelassen, sondern ausschließlich die Backstitches. Ja, es ist klein und fein. Ich blende hier nochmal das Vorherbild ein. So sah es aus, bevor ich es ausgewaschen habe und bevor alle Backstitches gesetzt wurden. Man kann schon deutlich einen Unterschied erkennen und ich finde, es ist ein niedliches kleines Projekt geworden und mir gefällt das Finish sehr, sehr gut. Also es ist eines der Top-Finishes. Ja, das Orange Gift. Ich zeige euch nur kurz die Fäden. Ich gebe das zur Seite. Und zwar, ja, es ist genug übrig geblieben. Wahrscheinlich könnte ich noch eine zweite Orange sticken. Also mehr als genug Fäden sind dabei beim Orange Gift. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Projekt. Und das war ja das kleine Schweinchen. Ja, und ihr seht es schon. Ja, es sind alle Backstitches gesetzt und ich habe es auch ausgewaschen. Und ich habe es nicht nur einmal ausgewaschen, denn ich habe es mehrmals ausgewaschen. Aber ja, leider ist der Druck nicht verschwunden. Also sagen wir so, es ist ein Teil des Druckes verschwunden. Also hier
Im Bereich des Schweinchens konnte ich keinen Druck mehr feststellen. Lediglich die Umrahmung ist noch da. Ich zeige es euch gleich aus der Nähe. Und wie ihr seht, hier der Aufdruck vom Painting Fairy Cross Stitch, der ja eigentlich schwarz ist jetzt noch in Rot vorhanden und lässt sich absolut nicht auswaschen. Also ich habe wirklich keine Idee mehr, was ich machen könnte. Ich habe mich an der Anleitung von Painting Fairy Cross Stitch gehalten, hatte es beim ersten Mal 8 Stunden im Wasser. Danach habe ich das Wasser gewechselt und hatte es noch einmal 8 Stunden im Wasser. Aber beim zweiten Mal gab es eigentlich keine Veränderung mehr. Ich zeige euch das Motiv jetzt nochmal aus der Nähe. Es ist ja sehr niedlich geworden. Mit den Backstitches sieht das Schweinchen ja wirklich niedlich aus. Ich glaube, hier gab es nur die 2 Farben Backstitches, nämlich der 310, also schwarz, und der 535 in grau. Ja, und hier seht ihr schon den Rand, der sich nicht mehr auswaschen ließ, rund um das Schweinchen, und natürlich ganz oben der Aufdruck. Ja, schade. Also dieses Bild ist jetzt leider natürlich für mich ein Flop. Wahrscheinlich passt es ja in den kleinen Rahmen rein, ohne dass man die Aufschrift sieht, aber für etwas anderes kann ich es so nicht verwenden. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was ich machen kann, damit sich das auswaschen lässt und der Vordruck weggeht. Mir fällt leider nichts dazu ein, darum fällt dieses Bild leider unter Flop. Schade. Aber vielleicht sieht das ja auch jemand von Painting Fairy Cross Stitch. Oder ich werde sie anschreiben, ja, dass der Druck nicht rausgeht. Sehr, 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 sehr schade, denn das Motiv ist ja wirklich, wirklich süß. Ja, das war mein Flop-Bild, aber es gibt ja noch ein Top-Bild, aber ich zeige euch noch die Garne, das hätte ich jetzt fast vergessen. Also, das sind die Garne und ja, es ist wirklich mehr als genügend noch vorhanden. Ja, auch völlig ausreichend das Garn. Und kommen wir zum letzten und dritten Projekt und das ist mein Seaview Girl. Und ja, ich krieg's nicht ganz ins Bild. Schade. Ich möchte jetzt aber auch nicht weiter wegzoomen, denn so kann man gut das Bild erkennen. Wieder rechts die Einblendung des Vorherbildes ohne Backstitches und nicht ausgewaschen. Und ja, so sieht sie jetzt mit Backstitches aus. Und ja, was soll ich sagen? Eine Menge Backstitches. Also da habe ich wirklich lange gebraucht, um alle diese Backstitches zu setzen. Wir haben natürlich die schwarzen Backstitches im Bereich der Haare. Dann haben wir auch vereinzelt noch weiße Backstitches, aber die findet man auch im Rock und im Wasser. Und dann haben wir diese dunkelroten für die Konturen des Kleides, für die Falten des Kleides, auch hier für die Schleifen und die Blumen und auch hier oben die Schleife. Ja, also was soll ich euch sagen? Eine Menge Backstitches, aber sie kommt so toll raus. Ich werde vielleicht doch noch mal kurz wegzoomen. Ja, jetzt seht ihr sie in der vollen Pracht. Also das Seaview Girl. Ich komme noch mal näher. Und ja, ihr seht hier, wie viel Backstitches da tatsächlich sind. Also eine ganze Menge an Backstitches.
besonders hier in den Haaren und die Schleife. Ja, sehr, sehr viele Backstitches. Aber nichtsdestotrotz, es hat wirklich Spaß gemacht, das Seaview Girl, und ich habe ja auch schon an dem anderen Mädchen, dem Sunflower Girl, einiges gestickt. Ja, das waren meine 3 Finishes. Ich zeige euch noch die Fäden. Und ja, auch hier mehr als genug Fäden sind übrig. Also es ist nirgends knapp geworden, es ist sich ohne Probleme ausgegangen. Ja, meine 3 Finishes. Leider mein Schweinchen mit dem Aufdruck ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. So. Mal aus der Ferne. Ja, so sehen meine 3 Finishes aus. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Falls ihr eine Idee habt, wie ich den Vordruck noch auswaschen kann, bitte, bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!